Wir sind gestartet in Wismar und fahren Richtung Boltenhagen. Herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, zu unserem zweiten Teil Herbstzauber an der Ostsee. Hier haben wir einen Zwischenstopp eingelegt, direkt an der Ostsee am Strand, der durchaus als Freisteherstellplatz hier genutzt werden könnte. Also hier, das ist auch ein schöner Freisteherplatz. Hier stehen zwei Wohnmobile. Das ist ein PKW-Parkplatz. Außerhalb der Saison bestimmt geeignet. Wir haben 20 Grad, wir sind aus Wismar rausgefahren und halten jetzt hier mal am Strand. Da haben wir die Ostsee. Genau, hier haben wir auch Hundestrand. Hier haben wir einen Parkautomaten. Da verlangen die Tageskarte 5 €. Also wir nehmen unsere Hunde mit, denn hier ist Hundestrand. Da passt das. Aber außerhalb der Saison würde ich sagen, geht's. Na? Nach einer kurzen Verweildauer bei dem schönen Wetter hier am Ostseestrand sind wir weitergefahren Richtung Weiße-Wiek, dem neuen Yachthafen kurz vor Boltenhagen. Und dann sehen wir hier die Ortseinfahrt zum Kurort Boltenhagen an der Ostsee. Da wir am Montag, dem 2. Oktober hier in Boltenhagen angekommen sind, war natürlich hier auch richtig viel was los in Boltenhagen. Hier sehen wir den Wohnmobilhafen von Cremers, den wir angesteuert haben. So, und da fahren wir mal rein und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie wir hier einen Platz kriegen. Der Strandzugang 16 ist genau der Zugang gegenüber vom Wohnmobilstellplatz, wo wir stehen. Und hier haben wir jetzt den Strand. Hier kann man auch Strandkörbe mieten. Das haben wir hier oben. Sind ca. 100 bis 150 Meter vom Wohnmobilstellplatz entfernt. Wir machen jetzt einen Strandspaziergang bis zur Brücke, die ist hier vorne. Das sind ungefähr 1000 Meter. Bis ganz hinter sind es 1500 Meter bis zur Landspitze.
Schweiß sehen. Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wir stehen hier in Boltenhagen auf dem Wohnmobilstellplatz. Wir sehen es im Hintergrund, Cremers Wohnmobilhafen. Den wollen wir euch mal kurz zeigen aus unserer Sicht her und ein paar einzelne Kommentare. Wir haben hier rechts davon noch zwei weitere Stellplätze. Einmal einen Wohnmobilstellplatz Banana Check und dann haben wir noch mal den Wohnmobilstellplatz vom Campingplatz. Ja, gleich daneben den Wohnmobilstellplatz Banana Check. Den haben wir noch nicht angefahren, den haben wir auch noch nie genutzt. Wir sind nach 12 Jahren jetzt hier bei Cremers wieder mal, Cremers Wohnmobilhafen, und den haben wir schon mal vorgestellt in einem Wohnmobilstellplatz Reiseführer. Und hier haben wir noch mal den Stellplatz aktuell. Fahrradverleih ist derzeit geschlossen. Ob es wiederkommt, Fahrradverleih, können wir jetzt nicht sagen. Wir haben nachgefragt, die Zufahrt. Hier habt ihr gleich links davon die Anmeldung. Wir würden euch empfehlen, im Vorfeld anzurufen, zu reservieren oder ganz einfach spontan ranfahren. Hier könnt ihr euch anmelden. Und dann habt ihr gleich hier im Haus die Duschen und WC. Duschen 50 Cent, Duschen und WCs, Toiletten ist alles hier mit dabei. Haben wir nicht mit gebucht, wird aber täglich gereinigt. Dann haben wir gleich hier am Stellplatzeingang Gas, könnt ihr noch bekommen, Gasflaschen. Und die Ver- und Entsorgung, hier haben wir einen vernünftigen Bodeneinlass für das Grauwasser. Und hier gleich daneben die Fäkalienentsorgung Schwarzwasser. Ja, Trinkwasser können wir hier auch zapfen. 20 Cent, 20 Liter. Das ist okay. Was wir sehr toll finden, haben wir hier solche Wagen, Bollerwagen mit Gießkannen. Da braucht ihr nicht mit dem Wohnmobil loszufahren, sondern ihr könnt ganz einfach eure Gießkanne befüllen. Das sind 3 Stück pro Wagen. Hier habt ihr noch Wagen stehen für Abwasser. Könnt ihr euer Abwasser rauslassen vom Wohnmobil, entsorgen, und daneben natürlich noch ein Wagen für die Toilette. Der Stellplatz ist zurzeit sehr übersichtlich. Gestern war es hier noch voll. Jeder Stellplatz war ausgelastet. Hier sind jetzt einige Stellplätze frei. Sehr großzügig gemacht. Man wird eingewiesen, also man hat hier auch seinen Platz, den man braucht. Dann hat man hier auf dem Stellplatz verteilt solche Grillecken, da kann man grillen, weil das Grillen ja hier drin zwischen den Wohnmobilen nicht gestattet ist. Der Platz ist gut beleuchtet, Stromsäulen sind hier schön verteilt. Wir stehen hier hinten. Wir sind auch super reingekommen, ist ein super Platz. Wir haben auch sehr viel Platz. Ich zeige euch noch mal den Platz. Und das geht bis ganz hinter. Das wird immer schmaler. Und das geht, wie gesagt, bis hier hinter. Hier hinten standen noch welche gestern. Wir hatten die ganzen Tage wunderschönes Wetter. Heute Vormittag war es noch mal schön sonnig. Jetzt ist es zugezogen. Wir fahren morgen weiter. Wir standen jetzt hier 3 Tage. Das letzte Mal vor 12 Jahren. Wir haben gesagt, wir fahren den Stellplatz wieder mal an. Man kann natürlich auch seine Wünsche äußern, wenn jetzt ein Platz, den man haben möchte, frei ist. Und dahinter haben wir jetzt den Banana Check, den Wohnmobilstellplatz. Den haben wir noch nicht angefahren. Liebe Wohnmobilfreunde, wir haben hier genug Platz vom Wohnmobil bis zum Nachbarn. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, einiges mal in eigener Sache. Wir haben ja hier die Gießkannen. Wir haben uns im Vorfeld einige Kommentare mal durchgelesen in den verschiedenen Foren und
in den verschiedenen Webseiten. Ein Armutszeugnis für manche Camper, wenn auf solchen Stellplätzen wie hier jetzt bei Cremers die Gießkannen mitgenommen werden oder das Toilettenpapier. Wir haben ein Wohnmobil oder ein Reisemobil von 30, 40, teilweise 100.000 Euro und ich glaube nicht, dass es uns zusteht, wenn wir hier zu Gast sind, dass wir die Gießkannen, die hier zur Verfügung gestellt werden, zum Frischwasser betanken und das Toilettenpapier, was hier ausliegt in den Toiletten, mitgenommen wird. Dann wird sich in den Kommentaren darüber aufgeregt, dass hier nichts mehr zur Verfügung steht. Beschwert euch bei den Wohnmobilfreunden und bei den Campern, die es nicht für nötig halten, Anstand hier walten zu lassen. Normalerweise sind wir hier nicht so, aber das steigt mir dann schon in den Kopf, wenn man hört, dass hier die Gießkannen zur Frischwasserbetankung von den Wohnmobilen verschwinden, dass hier Toilettenpapier mitgenommen wird und dann in den Foren eine schlechte Bewertung abgegeben wird, dass das nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Das sind ein paar wenige, das ist nicht die Mehrheit, definitiv, das sind ein paar wenige. Das wollten wir bloß mal loswerden, dass wir von den Plätzen immer die Beurteilungen lesen, wo das Verhalten dann auf den Campern zurückzuführen ist. Wenn wir so einen Stellplatz anfahren, wir sind Gast hier, wir bezahlen für diese Tage, dass wir das nutzen dürfen und haben natürlich die Regeln zu befolgen. Daran müssen wir uns halten, das ist ganz normal. Das ganz einfach mal kurz dazu, das war uns mal wichtig, weil das haben wir schon auf vielen Stellplätzen erlebt, dass hier Negativbewertungen abgegeben werden, die ganz einfach nicht der Lage und dem Sachstand entsprechen. Ja. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, nach 3 erholsamen Tagen bei Cremers Wohnmobilhafen haben wir unsere Reise fortgesetzt in Richtung Schwerin. Wir sind bewusst Landstraße gefahren über Grevesmühlen. In Schwerin haben wir uns den Wohnmobilhafen am Bahnhof ausgesucht. Den haben wir uns bewusst ausgesucht, weil die anderen Wohnmobilstellplätze zwischen 30 und 50 Euro lagen. Nach dem Eintreffen in Schwerin auf dem Stellplatz haben wir natürlich uns auf den Weg gemacht, das Schweriner Schloss hier zu besichtigen. Das Schweriner Schloss war jahrhundertelang die Residenz der mecklenburgischen Herzöge und Großherzöge und ist heute Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Das auf der Schlossinsel im Stadtzentrum von Schwerin gelegene Bauwerk ist das bekannteste und prächtigste der über 2000 Schlösser und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern und gilt als eines der bedeutendsten Beispiele des romantischen Historiums in Europa. Nach der Schlossbesichtigung und einem ausgiebigen Stadtrundgang, natürlich mit Shopping, waren wir am Spätnachmittag zurück auf unserem Stellplatz hier in Schwerin. Der Stellplatz liegt zentrumsnah, alles fußläufig zu erreichen, hat Ver- und Entsorgung am Platz sowie 4 Stromanschlüsse, je 1 Euro 2 Kilowattstunden. Der Platz kostete uns für 24 Stunden 10 Euro.
Ja, liebe Wohnmobilfreunde, um dem schlechten Wetter zu entfliehen, sind wir am nächsten Tag weitergefahren in Richtung Süden auf einen Reiter- und Bauernhof. Aber das seht ihr natürlich im nächsten Video. Wir freuen uns wieder, dass ihr dieses Video geschaut habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch es gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich auch auf ein Abo von euch. Bis dahin, wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!